Hi, ich bin Martin von UT. In diesem Video zeige ich euch, was beim Hinterradein- und Ausbau eines Fahrrades mit horizontalen Ausfallenden in Kombination mit Gates Carbon Drive Antrieb zu beachten ist. Diese Art der Ausfallenden erkennt ihr an dem horizontal zum Boden laufenden Spannweg und der Öffnung nach hinten. Beim Ausbau sollte man folgendermaßen vorgehen. Bei Rädern mit Nabenschaltungssystemen mit dem Aushängen des Schaltzuges beginnen. Dann die Achsverschraubung oder den Schnellspanner lösen. In der Regel befindet sich eine Spannvorrichtung am Rad. Diese muss gelöst werden. Die Achse im Ausfallende so weit nach vorn schieben, bis sich der Riemen von der hinteren Riemenscheibe abnehmen lässt. Falls er sich nach dem Abnehmen von der hinteren Riemenscheibe nicht aus dem Rahmen führen lässt, muss er zusätzlich von der vorderen Riemenscheibe abgenommen werden. Dann die Hinterachse nach hinten aus dem Ausfallende führen und das Hinterrad herausnehmen. Der Einbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. Das Hinterrad wird vorsichtig in den Rahmen geführt und die Achse in die Öffnung der Ausfallenden eingelegt. Wichtig hierbei, dass der Riemen sich vor dem Einlegen der Achse außerhalb des hinteren Rahmendreiecks befindet, die Achse bis zum vorderen Anschlag der Ausfallenden schieben und den Riemen auf die Riemenscheiben auflegen. Durch das Anziehen der Spannvorrichtung wird die Riemenspannung justiert. Ob diese korrekt ist, muss geprüft werden. Hier kann man eines unserer Tools oder die Gates Carbon Drive App auf dem Smartphone verwenden. Die Achsverschraubung oder den Schnellspanner festziehen. Damit ist der Einbau abgeschlossen und die Fahrt mit dem Gates Carbon Drive Antrieb kann weitergehen. Bis zum nächsten Mal, euer Martin von UT.